Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Wenn es mal wieder länger dauert, dann tagt die EU. Es ist aber auch ein schwieriges Thema, bei dem die Interessen und Haltungen sehr weit auseinanderliegen. Mitgliedsländer und EU-Kommission nahmen heute erneut einen Anlauf, ihre Asylpolitik zu reformieren. Gestritten wird darüber ja seit Jahren. Gleichzeitig sind die Zahlen der Flüchtenden wieder gestiegen. Bei den Vorschlägen, die heute auf dem Tisch lagen, ging es vor allem darum, Menschen, die kaum Chancen auf eine Asylanerkennung haben, von einer Einreise abzuhalten. Vor dem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg wurden hohe Erwartungen geschürt. Man hoffe auf einen Durchbruch. Und den gab es dann am Abend schließlich auch, nach zähen Verhandlungen. Isabel Schäfers berichtet. Anyone who will abstain. Es herrscht fast ein gewisser Unglaube im Raum, als diese Abstimmung tatsächlich durchgeht. Nach jahrelangem Ringen einigen sich die EU-Innenminister heute auf eine Asylreform. Wir senden ein starkes Signal, wenn wir uns zusammentun und Entscheidungen treffen, die nicht einfach, aber notwendig sind. Doch schnell wird klar, dieser Erfolg ist wohl eher ein europäischer Minimalkonsens. Ich möchte gerne eine Protokollnotiz anfügen. Deutschland, Irland, Luxemburg und Portugal weisen darauf hin, dass uns Ausnahmen vom Grenzverfahren für Minderjährige und ihre Familienangehörigen sehr wichtig sind und bleiben. In den Trialogverhandlungen werden wir uns weiter dafür einsetzen. Es geht um sogenannte Grenzverfahren an den Außengrenzen für Flüchtlinge, die kaum Chancen auf Asyl haben. Letztes Jahr wurden in der EU insgesamt rund 885.000 Asylanträge gestellt. Davon kamen rund 227.000 aus Ländern mit einer Anerkennungsquote unter 20%. Dieses gute Viertel der Asylbewerber soll nach dem neuen System in ein Grenzverfahren kommen. Über ihre Asylanträge würde dann besonders schnell an den Außengrenzen entschieden. Es ist einfach nicht fair, die Menschen so lange im Ungewissen zu lassen, wie ihr Asylverfahren ausgeht. Besser, sie bekommen schnell Klarheit und können dann zurückgehen. Außerdem sieht die Asylreform vor, Solidarität verpflichtend zu machen. Anerkannte Asylbewerber sollen umverteilt werden. Wer nicht aufnimmt, muss zahlen. Ungarn und Polen verweigern das. Unserer Meinung nach ist das ein Rückschritt. Wenn wir gezwungen werden, Flüchtlinge aufzunehmen oder ansonsten eine Strafe zahlen müssen, dann können wir das unseren Bürgern nicht erklären und somit auch nicht zustimmen. Alle, die diese Reform durchbringen wollten, mussten heute Zugeständnisse machen. Zu viele Zugeständnisse finden Kritiker, vor allem in Deutschland. Das ist tragisch und ist ein historischer Fehler der Ampelkoalition, wenn sie diesen Weg geht. Horst Seehofer hätte die Maßnahmen nicht härter formulieren können, als das, was jetzt vorliegt. Das sind wirklich schlechte Vorschläge, handwerklich schlecht gemacht, nicht kohärent, und sie wickeln Menschenrechtsschutzstandards um Jahre zurück. Doch ein erneutes Scheitern der EU-Asylreform sollte hier heute um fast jeden Preis verhindert werden. Und die Bundesinnenministerin ist uns aus Luxemburg zugeschaltet. Guten Abend, Frau Faeser. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn Menschenrechtsorganisationen sagen, härtere Maßnahmen hätte auch Horst Seehofer nicht formulieren können, ficht Sie das an als Sozialdemokratin? Nein, überhaupt nicht, weil wir heute ein historisches Ergebnis erreichen konnten, was vielen Jahrzehnte zuvor nicht gelungen ist, nämlich indem wir ein gemeinsames europäisches Asylsystem auf den Weg gebracht haben. Und Deutschland hat dafür gesorgt, dass Menschenrechtsstandards eingehalten werden. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass unbegleitete Minderjährige nicht in Grenzverfahren müssen. Wir haben dafür gesorgt, dass auch an den Grenzverfahren, die ja nur für die Menschen gelten, die eine geringe Schutzquote haben und in die EU kommen, dass dort auch die Menschenrechtsstandards alle eingehalten werden. Wir haben heute viel Schlimmeres verhindert und insofern bin ich sehr froh und sehr stolz, dass uns das insgesamt mit einer sehr großen Mehrheit doch gelungen ist am Ende. Sie sprachen gerade davon, dass Minderjährige da nicht betroffen sind, aber diese Forderung, die Deutschland hatte, dass da Familien mit Kindern und Minderjährige außen vor gelassen werden von diesen Lagern, die es dann künftig geben soll für die Schnellverfahren, das steht doch in dem Kompromiss gar nicht mehr drin, oder habe ich mich da verlesen?
Also es sind 2 Punkte. Das eine sind die unbegleiteten Minderjährigen unter 18. Die sind nicht drin in dem Grenzverfahren. Das haben wir raushalten können. Das ist ein Erfolg Deutschlands mit wenigen anderen Staaten wie Portugal oder Luxemburg. Das haben wir durchgesetzt. Was wir nicht durchsetzen konnten, ist, dass wir Familien mit kleinen Kindern in die Grenzverfahren reinbringen. Wie gesagt, da gelten alle Menschenrechtsstandards und man muss überlegen, wie viele Menschen betrifft das eigentlich, weil es gilt nur für eine geringe Schutzquote bei Menschen, die zu uns kommen. Das heißt, Menschen aus Syrien, Afghanistan mit ihren Familien sind davon nicht betroffen. Meistens sind Menschen, die aus Ländern mit geringer Schutzquote zu uns einwandern, nicht als Familie unterwegs. Aber es war ja ein wichtiger Punkt für die Grünen, aber eben auch für SPD-Abgeordnete. Da ist ja nicht so, dass da alle sich einer Meinung sind und sie da alle ihre Leute hinter sich haben. Wird das nicht ein Problem, damit jetzt zurück nach Berlin zu kommen, zu sagen, Leute, an der Stelle musste ich leider diese Pille schlucken? Ich glaube, Frau Slomka, das gehört zu Verhandlungen dazu, dass man, wenn man so einen wirklichen historischen Konsens hinbekommen möchte mit 27 europäischen Staaten, dass man an der einen Stelle nachgeben muss, an der anderen Stelle aber auch ganz viel bekommt. Wir haben heute sehr viel bekommen. Wir haben ein Ruanda-Modell verhindern können. Also das heißt, mit in Drittstaaten Asylverfahren durchzuführen außerhalb der EU, das haben wir verhindern können. Wir haben sehr viel Menschenrechtsstandards eingezogen. Wir haben die unbegleiteten Minderjährigen rausbekommen. Also wir haben schon heute viel vorzuweisen und ja, das gehört dazu. Wenn ich da bei den Drittstaaten kurz einhaken darf, diese Ruanda-Regel, ja, das heißt, dass dann wird auch sogar ein Asylverfahren in einem anderen Staat, wie zum Beispiel Ruanda, der mit diesen Leuten eigentlich gar nichts zu tun hat, durchgeführt, wie die Briten das machen. Aber es gibt ja noch eine andere Drittstaatenregelung, nämlich dass, nachdem ein Asylverfahren hier abgelehnt wurde, dass man dann in einen Drittstaat abschieben kann. Das ist doch weiterhin drin, oder? Das heißt, die Reiseroute ist dann eigentlich entscheidend und nicht so sehr, ob man einen Asylgrund hat. Nein, also bei einem Asylverfahren ist natürlich erstmal entscheidend der Asylgrund. Wenn ein Asylgrund vorliegt, dann gilt es auch weiterhin. Es ist das Asylrecht überhaupt nicht beschnitten worden. Wenn Menschen wieder zurückkehren müssen, dann ist es möglich, in Staaten abzuschieben, wohin die Menschen einen Bezug haben. Also es ist nicht einfach möglich, nur wegen Transfer irgendwo hinzukommen, sondern es muss einen Grund dafür geben. Und auch das haben wir heute durchsetzen können. Das Problem der Abschiebungen, manche nennen es dann etwas freundlicher Rückführungen, das bleibt ja erhalten, wenn Herkunftsländer nicht bereit sind, zurückzunehmen. Oder wenn es keine Drittstaaten gibt, die sagen, ja, okay, die Leute sind von hier aus abgereist, die nehmen wir wieder, dann funktionieren ja die Abschiebungen nicht besser als vorher, also vor diesem Kompromiss, der heute geschlossen wurde. Das ist richtig, aber das Wichtige ist ja, dass jetzt 27 europäische Staaten gemeinsam auch mit Drittstaaten darüber verhandeln können, dass auch Geflüchtete, die leider nicht bei uns bleiben können, wieder zurückkehren müssen. Das hat natürlich ein ganz anderes Gewicht. Die Kommission steht dahinter. Insofern wird das sicherlich erfolgreicher sein als vorher, weil einfach ein ganz anderes Gewicht, nämlich jetzt der gesamten europäischen Staaten dahinter steht, als wenn das nur Nationalstaaten probieren. Sie betonen jetzt die Gemeinsamkeit. Und was ganz wichtig ist, wir konnten... Sie betonen jetzt die Gemeinsamkeit, aber wenn ich das richtig sehe, dann haben ja auch Staaten dagegen gestimmt. Also Polen, Ungarn, das ist zumindest das, was man jetzt, das ist ja gerade noch ganz frisch, lesen konnte, sind mit diesem Kompromiss nicht dabei. Werden die denn dann trotzdem bei den Regeln mitmachen und auch bei der Verteilung mitmachen? Ich gehe davon aus, dass sie mitmachen müssen. Das ist ja dann geltendes Recht. Das ist in der Tat so, dass Polen und Ungarn die einzigen Staaten sind, die mit Nein gestimmt haben. Es gab dann noch 3 Enthaltungen von Malta, der Slowakei und Bulgarien. Aber alle anderen Staaten haben mit Ja votiert. Und das ist wirklich ein starkes Signal. Und das wird uns auch helfen. Es wird uns vor allen Dingen helfen, auch ein Europa der offenen Grenzen zu bewahren. Das war mir persönlich immer sehr wichtig. Ich habe sehr dafür gekämpft heute. Wir haben ja einen langen Tag gehabt, viele Beratungen. Und ich bin froh, dass wir uns so weit durchsetzen konnten. Und Länder, die nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen, können die sich dann freikaufen sozusagen? Das stand ja auch zur Debatte. Es gibt eine Regelung, dass diejenigen, die nicht mehr in der Lage sind, aufzunehmen oder nicht aufnehmen wollen, auch Geld bezahlen können. Aber ich gehe davon aus, dass sich eine weitere Solidarität in den EU-Staaten jetzt durchsetzen wird. Weil jetzt haben wir erstmals ein gemeinsames Asylsystem, was so umfassend ist. Wir haben ja auf der einen Seite Regelungen für die Registrierung an den Außengrenzen. Wir haben einen festen Solidaritätsmechanismus, einen Verteilmechanismus. Und das sind einfach strengere und ordnendere Regeln, als wir sie bislang
angefangen hatten. Und deswegen hoffe ich auch, und ich gehe auch davon aus, dass wir viel dafür tun, dass sich alle Staaten dann auch daran halten. Das wird sich natürlich in der Praxis dann zeigen. Aber die Voraussetzungen sind gute dafür. Haben Sie keine Sorge, dass es dann demnächst Bilder geben wird, wie wir sie aus dem Flüchtlingslager Moria, aus Lesbos kannten, wo furchtbare Zustände herrschten und das Ganze jetzt dann auch noch in Form von Internierungslagern, die man nicht mal mehr verlassen darf? Wissen Sie, Frau Slomka, das ist genau der Grund, warum ich heute so dafür gekämpft habe, dass wir Menschenrechtsstandards einziehen und dass eben alle an den Außengrenzen beteiligten Staaten sich bereit erklärt haben, in humanitäre Grenzverfahren zu gehen und nicht mehr den Zustand, den wir jetzt haben, zu tolerieren. Es ist eine Verbesserung gegenüber dem Ist-Zustand. Und das ist das Wichtige, was heute rausgekommen ist. Sagt die Bundesinnenministerin. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Das Interview haben wir vor einer halben Stunde direkt nach der Einigung in Luxemburg aufgezeichnet. Dass die Flüchtlingsfrage politische Wahlen beeinflussen kann, weiß nicht nur die in Hessen wahlkämpfende Bundesinnenministerin Faeser. Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern sichert das Thema der AfD aktuell wieder hohen Zulauf. Der politische Druck ist entsprechend hoch. Letztlich geht es in den Städten und Gemeinden aber vor allem darum, praktische Probleme zu lösen. Davon gibt es reichlich, aber auch Menschen, die anpacken. Thomas Bersch mit Eindrücken aus Dresden. Khaled Amer kam vor 40 Jahren aus Ägypten in die damalige DDR, studierte hier und leitet heute eine Flüchtlingsunterkunft in der Dresdner Neustadt und das weitgehend ohne Probleme. Und in der Neustadt ist so viel Kultur und Multikulti sozusagen, also unser Heim ist sehr beliebt. Christine Kaufmann hört das gern, vor allem, weil sie das in anderen Ortsteilen auch schon einmal anders hört. Sie managt als Beigeordnete der Stadt den Flüchtlingszuzug, der auch Dresden seit Monaten in Atem hält. Denn preiswerte Wohnungen gibt es in ganz Dresden keine mehr und neue bauen geht auch gerade nicht so leicht. Auch hier stehen wir vor der Herausforderung, dass wir kaum Liegenschaften haben, die aktiviert werden können, dass kontinuierlich die Preise steigen, die Baukosten im Grunde genommen durch die Decke schießen. Weil die Flüchtlingszahlen in Dresden seit 2 Jahren wieder rasant steigen, kommt die Stadt an logistische Grenzen. So müssen Flüchtlinge aus manchen Unterkünften auf der einen Elbseite zum Beispiel zur Verpflegung, auf die andere Elbseite und zurück, das Ganze mittags und abends, zweimal täglich also, anders geht es nicht. Außerdem plant die Stadt mit Containerdörfern wie dieses hier. Das treibt regelmäßig Anrainer auf die Straße, so wie hier im sogenannten Dresdner Hochland. 2015 protestierten Einwohner gegen eine Unterkunft in Papritz. Sie hatten Angst, ihre Autos vor dem Hotel zu parken, berichten Mitglieder einer Willkommensinitiative. Doch das war damals. Heute sieht es so aus, dass zum großen Teil eine Normalität eingezogen ist. Das heißt, die Leute parken ihr Auto ganz normal, auch zur Bushaltestelle gehen die Leute ganz normal und da steht der Asylbewerber oder der Flüchtling genauso neben den normalen Wartenden. Die Lage hat sich also weitgehend beruhigt, doch die engagierten Hochländer kommen schwerer an die Heimbewohner heran als 2015. Der Grund, anders als damals, wohnen heute hier viele ohne Bleibeperspektive. Sie leben also hier und müssen damit rechnen, dass sie aber trotzdem jede Nacht abgeholt werden. Also das ist ein hohes Stresspotenzial, was dort im Gange ist, was auch nicht gerade ein Beitrag zur Integration ist. Dresden wäre geholfen, könnte sich die Stadt auf die konzentrieren, die auch hier bleiben dürften. Es sind unangenehme Wahrheiten, doch sie werden ausgesprochen. Und allen anderen muss man sagen, ja, dieser Zugang, der humanitär gegeben ist, der steht euch leider nicht zu. Versucht es über Arbeitsmigration, versucht es einfach auf anderem Wege, aber die Flüchtlingsgesetzgebung erfüllt ihr aktuell nicht. Ja. Die Diskussion in der EU zum Thema. In Dresden wird sie sicher verfolgt. Hintergründe und Infos zu den Debatten über eine Asylreform finden Sie bei uns natürlich auch online auf ZDF heute. Und mit einem anderen großen Reformvorhaben geht es jetzt den Nachrichten weiter, Heinz. Die umstrittene Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestags kann in Kraft treten. Bundespräsident Steinmeier hat das von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetz dazu unterzeichnet. Derzeit hat der Bundestag 736 Abgeordnete. Das neue Wahlrecht deckelt die Zahl der Sitze bei 630.
Die Union, aber auch die Linke fühlt sich durch die Reform benachteiligt und hält sie für nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Gewählt wird weiter mit Erst- und Zweitstimme. Es gibt aber keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr. Für die Stärke einer Partei im Parlament ist allein ihr Zweitstimmenergebnis entscheidend. Und auch die Grundmandatsklausel fällt weg. Nach ihr zogen Parteien bisher auch dann in der Stärke ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein, wenn sie unter der 5%-Hürde lagen, aber mindestens 3 Direktmandate gewannen. In Moskau hat ein Prozess gegen den bekannten Bürgerrechtler und Co-Vorsitzenden der Menschenrechtsorganisation Memorial, Oleg Orlov, begonnen. Der Vorwurf: Diskreditierung der russischen Armee. Orlov hatte unter anderem in einem Artikel auf einer französischen Internetseite Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Bei einer Verurteilung drohen ihm mehrere Jahre Haft. US-Präsident Biden und der britische Premierminister Sunak haben bei einem Treffen in Washington die Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern betont. Seit Sunaks Amtsantritt im Oktober haben sich beide schon mehrfach getroffen, jetzt aber zum ersten Mal im Weißen Haus. Gesprochen wurde über die Ukraine und auch über Wirtschaft und technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz. Schwere Waldbrände in Kanada haben für massive Luftverschmutzung an der US-Ostküste gesorgt. Für mehrere Bundesstaaten meldete die US-Umweltbehörde gefährlich hohe Werte. Wegen der dichten Rauchschwaden war das öffentliche Leben teils massiv eingeschränkt, unter anderem in der Millionenstadt New York. Die Behörden warnten die Menschen davor, sich im Freien aufzuhalten. Bereits seit Wochen wüten im Westen und Nordosten Kanadas zahlreiche Waldbrände. Bei einem Brand in einem Bahntunnel in Tirol sind 33 Zugreisende leicht verletzt worden, darunter 2 Deutsche. Betroffen war ein Nachtzug der österreichischen Bundesbahn, der von Innsbruck in Richtung Hamburg unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen fiel im rund 15 Kilometer langen Terferner Tunnel bei Innsbruck eine defekte Oberleitung auf einen Waggon, auf dem Autos transportiert wurden. 2 Autos fingen daraufhin Feuer. Die Einsatzkräfte brachten etwa 150 Menschen aus dem stehen gebliebenen Zug in Sicherheit. Und dann blicken wir in die Ukraine. Von mehreren Frontabschnitten im Süden und Osten des Landes werden heftige Kämpfe gemeldet. Noch unklar, ob das bereits der Beginn der ukrainischen Offensive ist oder eher Vorbereitungen darauf, indem die ukrainische Armee die russischen Stellungen unter Druck setzt und nach Schwachstellen sucht. Auch Leopardpanzer sollen im Einsatz sein. Klar ist aber auch, dass die Staudammkatastrophe viele ukrainische Kräfte bindet. Und dabei werden Flutopfer und Hilfskräfte auch noch beschossen. Unsere Reporterin Alisa Jung hat das in Cherson selbst erlebt. Von hier starten die Helfer, um die rauszuholen, die noch immer eingeschlossen sind vom Wasser. Darunter Nils Thal, ein Feuerwehrmann aus Nürnberg, freigestellt vom Dienst und seit Monaten in der Ukraine, um zu helfen. Es ist so, dass wir zu wenig Boote haben, zu wenig Schlauchboote mit Motoren. Wir brauchen auch mehr Watthosen, wir brauchen Rettungswesten. Wir brauchen dringend Material und das brauchen wir jetzt und nicht in 2 Wochen. Die Zeit läuft gegen sie. So viele sitzen noch fest, vor allem im russisch besetzten Gebiet. Es fehlt an Trinkwasser und Nahrung. Die ukrainische Armee zeigt auf diesen Bildern, wie sie versuchen, aus der Luft zu helfen, mit Drohnen. Nils Thal bricht auf zu seinem nächsten Einsatz. Fest entschlossen, furchtlos. Doch dann Schüsse auf das Evakuierungsgebiet. Nils und auch wir müssen uns in Sicherheit bringen. Das ist einer der wenigen geöffneten Bunker bzw. ein Keller hier in Cherson. Eben gerade haben wir Einschläge gehört und sind dann jetzt hier runtergegangen. Die können entweder nur ganz kurz dauern oder über mehrere Stunden, haben die Menschen uns erzählt, die hier aktuell versuchen, noch immer Eingeschlossene zu retten. Nils erreichen wir am Telefon. Dadurch, dass er die Artillerie jetzt losgeschossen hat und jetzt gerade nicht mehr ganz aufhören möchte, haben wir uns jetzt in einem Haus mal kurz versteckt und wir fahren dann gleich wieder weiter. Doch daraus wird nichts. Über Stunden dauert der Angriff. Mindestens 9 Menschen werden verletzt, ein Mensch getötet. Unter den Verletzten auch ein anderer Helfer aus Deutschland, sagt uns das Krankenhaus in Cherson, wo noch kurz vor dem Angriff der Präsident persönlich den Helfern Mut macht und Hilfe verspricht.
Es mangelt an Ärzten in unserem Land. Viele sind wegen des Krieges weggegangen. Wir werden ihnen hier vor Ort helfen. Wir sind dankbar für ihre Arbeit. Sie sind Helden. Und meint Menschen wie Nils Thal. Das ehrt mich natürlich. Allerdings gibt es viele Menschen, die hier seit mehr als einem Jahr in diesem Krieg helfen. Und ich bin ja erst seit 1,5 Monaten hier. Er will bleiben, wie auch immer es in den nächsten Wochen weitergeht. Und schalten wir noch zu unserem Reporter in der Ukraine, Tim Kröger, derzeit noch in Cherson. Tim, was hörst du denn von den Kämpfen an der Front, beziehungsweise den Fronten? Offenbar versucht die Ukraine ja an mehreren Abschnitten vorzustoßen. Ja, also es ist sehr schwer, sich ein klares Bild von der Situation an der Front zu machen. Allein schon deswegen, weil auch die ukrainische Seite sich mit genauen Informationen sehr bedeckt hält. Immerhin hat die ukrainische stellvertretende Verteidigungsministerin heute bestätigt, dass es Kämpfe im Süden des Landes gibt, dass es auch Kämpfe gibt in der Region Saporischschja und dass dort ganz offenbar die russischen Streitkräfte in der Defensive sind. Die russische Seite wiederum sagt, ja, es gab eine Offensive dort, aber die ist zurückgeschlagen worden. Beides können wir natürlich nicht überprüfen, aber es deutet zumindest sehr klar darauf hin, dass dort heftig gekämpft wird und dass dort die Ukraine ganz offenbar in die Offensive vorgegangen ist. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob das jetzt schon der Beginn dieser Offensive ist. Wir haben ja auch schon am Montag Offensivaktionen der ukrainischen Seite gesehen. Das müssen wir einfach abwarten. Interessant ist aber dieser Ort, wo jetzt dieser neue Vorstoß ganz offenbar stattfindet, nämlich südlich von Saporischschja. Das ist genau der Ort, wo viele Analysten und auch Beobachter diese Gegenoffensive oder den Hauptschlag dieser Gegenoffensive erwartet haben. Ganz einfach, weil die ukrainische Seite versuchen könnte, dort bis zum Meer durchzustoßen und dann die Landverbindung zwischen Russland und der von Russland annektierten Halbinsel Krim zu durchbrechen. Das wäre schon ein relativ empfindlicher Schlag militärisch gesehen für die russische Seite. Aber auch das ist noch kein wirklich gesicherter Hinweis. Das ist allenfalls ein Indiz, dass womöglich diese Offensive begonnen hat. Wissen tun wir es nicht. Danke dir, Tim, für die Einschätzung. Wenn Sie helfen wollen, das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe unterstützt die Menschen im Überschwemmungsgebiet. Spenden können Sie unter dem Stichwort ZDF Nothilfe Ukraine, IBAN DE 65 100 400 600 100 400 600. Alle Infos finden Sie auch unter spenden.zdf.de oder im ZDF-Text auf Seite 890. In Frankreich herrscht Entsetzen über den Messerangriff heute Morgen in einem Park am Lac d'Annecy, einem beliebten Feriengebiet in den französischen Alpen. Ein Mann, nach Polizeiangaben ein Geflüchteter aus Syrien, attackierte dort eine Gruppe Kleinkinder und ihre Eltern. 5 Menschen wurden verletzt, teils schwer. Unser Frankreich-Korrespondent Thomas Walde ist in Annecy. Thomas, was ist bislang über Tathergang und Hintergründe bekannt? Auf diesem Spielplatz hier hinter mir soll der Täter ganz gezielt auf kleine Kinder eingestochen haben. Laut Medienberichten hat er sich während der Tat als Christ bezeichnet. Die Behörden können das so nicht bestätigen, aber sie sagen, es gebe keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv. Sie sagen, der Mann habe zuvor in Schweden gelebt, sei dort als Flüchtling anerkannt worden, sei vor einigen Monaten erst nach Frankreich gekommen und hier den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen. Er habe hier in Frankreich noch einmal ein Asylverfahren angestrengt. Das sei aber abgelehnt worden, eben mit Hinweis darauf, dass der Mann ja bereits einen Flüchtlingsstatus habe. Diese Ablehnung habe er vor 4 Tagen bekommen. Ob es da einen Zusammenhang gibt, dazu wollen Behörden nichts sagen. Die Premierministerin Elisabeth Born war heute hier und sagte, es sei noch zu früh, jetzt politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Opposition von Marine Le Pen, Rassemblement National, hat indes sofort umgehend europäisches Asylrecht kritisiert. Am Abend haben hier, wir haben es gesehen, einige Rechtsextremisten demonstriert. Die Polizei hat sie umgehend des Ortes verwiesen. Dankeschön, Thomas Walde, für diese Informationen. Und dann geht es jetzt bei dir noch mal weiter, Heinz, mit Wirtschaftsthemen. Da gab es heute eine interessante Meldung.
Ja, damit Europa im Bereich der Mikroelektronik und Chips unabhängiger von China und den USA wird, hat die EU ein milliardenschweres Beihilfeprogramm genehmigt. Das betrifft auch eine Reihe von Projekten in Deutschland. Frank Bethmann, wie wichtig ist diese Förderung? Ja, sehr wichtig. Es sei ein industriepolitischer Meilenstein, kommentierte Wirtschaftsminister Habeck am Nachmittag das Go aus Brüssel. Damit könnten die beteiligten deutschen Firmen, unter ihnen Infineon oder Bosch, nun loslegen. 10 Milliarden Euro will die heimische Industrie investieren, unter anderem für den Bau von Fertigungsstätten und für die Entwicklung von modernen Halbleiterchips. Dabei sollen die Firmen mit 4 Milliarden Euro gefördert werden, zu 70% vom Bund und zu 30% von den Ländern. Der Branchenverband Bitkom begrüßte die Entscheidung, mahnte aber zugleich zur Eile. Die Genehmigung der EU habe viel Zeit in Anspruch genommen. Viele Projekte stünden seit mehr als einem Jahr in den Startlöchern. An den 31 Projekten in 11 Bundesländern seien auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups beteiligt. Ein Projekt fehlt aber, wurde von der Förderliste gestrichen. Warum? Ja, das ist interessant. Es waren mal 32. Nicht auf der aktuellen Förderliste steht der Chiphersteller Nexperia, der zwar überwiegend in Hamburg produziert und seinen Hauptsitz in den Niederlanden hat, aber eben auch einen chinesischen Eigentümer mit guten Verbindungen nach Peking. Und da haben Habeck und sein Ministerium gesagt, das Unternehmen fördern wir nicht, zumal wenn es sich um Schlüsseltechnologien wie Mikrochips handelt. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Tennisprofi Tim Pütz hat überraschend den Mixed-Titel bei den French Open gewonnen. Der 35 Jahre alte Frankfurter setzte sich mit seiner japanischen Spielpartnerin Miyu Kato im Finale in 3 Sätzen gegen Michael Venus aus Neuseeland und Bianca Andreescu aus Kanada durch. Es ist der erst 3. deutsche Erfolg im gemischten Doppel beim Sandplatz-Klassiker in Paris. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bereitet sich derzeit in Frankfurt am Main auf das erste von 3 anstehenden Länderspielen vor. Am Nachmittag absolvierte das Team von Bundestrainer Hansi Flick ein erstes gemeinsames Training, zu dem auch 600 Zuschauer zugelassen waren. Pokalsieger Timo Werner fällt für die Partie am kommenden Montag gegen die Ukraine, live zu sehen im ZDF, wahrscheinlich mit einer Knöchelblessur aus. Es folgen dann noch 2 weitere Tests gegen Polen und Kolumbien. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht es bei Maybrit Illner weiter. Sie diskutiert mit ihren Gästen über die Frage, ob es im Ukraine-Krieg eine neue Dimension gibt. Zu Gast sind unter anderem Grünen-Chef Omid Nuripur und Klaus Kleber. Und um 0:30 Uhr gibt es dann unser Heute-Journal-Update mit Christopher Wehrmann. Und uns morgen wieder. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Heute hat es ja richtig gebrodelt in der Atmosphäre. Es gab kräftige Schauer und Gewitter. Die werden sich aber immer mehr verabschieden, denn das Tief hier zieht weiter Richtung Schwarzes Meer. Und das Hoch hier erreicht morgen Abend bereits das Baltikum. Was bleibt, ist am Boden eine Ostströmung, viel Sonnenschein und hohe Temperaturen. Jetzt in der Nacht gibt es vielleicht noch letzte Regenschauer. Viel wird das aber nicht mehr sein. Häufig ist es klar und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 15 Grad am Niederrhein und 6 Grad in Schleswig-Holstein. Und morgen steigen die Temperaturen an den Küsten von Nord- und Ostsee auf 19 bis 25 Grad. Im Binnenland werden meist sommerliche 24 bis 30 Grad erreicht. Der Tag beginnt mit sehr viel Sonne. Im Südosten bilden sich schon die ersten Quellwolken. Und nachmittags kann es dann einzelne Regenschauer und Gewitter geben. In Sachsen, im Bayerischen Wald, vielleicht aber auch mal in der Eifel oder im Schwarzwald. Der Wind dazu kommt aus östlichen Richtungen. Und an diesem Wetter ändert sich über das Wochenende hinaus nichts. Es bleibt bei viel Sonnenschein. Es gibt selten mal Regenschauer und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 20 und 31 Grad. Und bis zum astronomischen Sommerbeginn am 21. Juni wird sich daran auch in den Millionenstädten, also in Hamburg, München, Köln und Berlin, wenig ändern. Sie sehen, es gibt immer Temperaturen um die 25 Grad. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.